Es ist schon eine ganze Weile her, seitdem ich ein natives PC-VR-Headset mein eigen nennen konnte. Dementsprechend bin ich super glücklich, jetzt mal eine Pimax Crystal Super hier zu haben, um es zu testen. Pimax hat mir das Ganze zugeschickt, damit ich es euch für euch testen konnte, aber ansonsten gab es keine weiteren Absprachen. Dementsprechend ist das, was ich hier alles sage, meine Meinung zu dem Gerät. Gerade jetzt mit dem Release der Steam Frame ist es natürlich interessant, sich zu überlegen, wo platziert sich die Pimax Crystal Super? Lohnt sie sich überhaupt noch? Auch im Vergleich zu einer Quest und eben der Steam Frame und auch anderen PC-VR-Headsets. Denn die Pimax Crystal Super hat einen ja, super guten Sweet Spot. Damit meine ich jetzt nicht die Linsen, sondern da, wo sie sich im Markt platziert. Denn wir haben ein natives PC-VR-Headset, wie gesagt. Also wir haben ein kompressionsfreies Bild, direkten Anschluss, wie gesagt, für PC-VR. Wir haben aber auch gleichzeitig Inside-Out-Tracking und eigene Controller, was eben die meisten PC-VR-Headsets nicht haben. Also kein Lighthouse-Tracking. Das wird es zwar optional geben, aber für mich ist es umso interessanter, dass es eben Inside-Out ist, denn bin kein großer Fan vom Lighthouse-System. Natürlich ist das Tracking super, aber bin nie damit warm geworden mit den Valve Index-Controllern und die gibt es auch kaum zu kaufen noch und dementsprechend bin ich selber nie dazu gekommen, mir das zu holen. Ich habe die DPVR E4, ich habe die G2 getestet, ich habe die PSVR 2 mit dem PC-Adapter genutzt und da waren einfach oft so viele Nachteile, dass ich letzten Endes doch bei meiner Pico 4 Ultra oder bei der Quest 3 geblieben bin. Bin super interessant, was die Steam Frame angeht, aber ein super PC-VR-Headset zu haben, ist für mich trotzdem immer interessant gewesen. Dementsprechend freue ich mich, ein Video jetzt machen zu können. Das ist hier die Pimax Crystal Super in der 57 ppd Variante. Es gibt noch verschiedene andere Varianten, die 50 ppd, die Ultra Wide und die OLED-Variante. Da sagt es das schon, das hier hat kein OLED-Display, sondern ein QLED mit Local Dimming. Dementsprechend hat man trotzdem gute Kontraste, aber eben kein OLED-Schwarz. Gibt aber andere Vorteile bei LCD-Displays, zum Beispiel eine ja, gute Persistenz und eine hohe Refresh-Rate, meine ich. Die 57 ppd, die ich jetzt hier habe, ist eine mit dem kleinsten Field of View, dafür aber mit der höchsten Schärfe. Muss man sich natürlich überlegen, was man eigentlich lieber haben möchte. Also die 4K pro Auge und 57 ppd sind super hoch. Auch 50 ppd ist schon super hoch und scharf. Dementsprechend ist es natürlich eine Frage, ob man ein kleineres FOV wirklich braucht, um 'ne noch höhere Schärfe zu bekommen, oder ist die 50 ppd da eigentlich besser? Ich habe die 50 ppd vorher testen können auf einem Event, aber jetzt habe ich eben die 57 ppd und es ist schon so lang her, dass es schwierig ist, einen direkten Vergleich zu machen. Also, ich habe nicht die anderen Module, um sie im direkten Vergleich zu nutzen. Muss man sich quasi einfach vorstellen, möglicherweise weniger Schärfe und dafür höheres Field of View. Da ist eben auch das Ding, ich habe eine 4070 Ti Super. Das heißt, es ist schon schwierig, das Ding nativ in voller Auflösung laufen lassen zu können. Dementsprechend ist es sowieso manchmal ein bisschen runtergedimmt und dann kann es auch von mir aus gleich lieber ein höheres Field of View haben. Es wird gesagt, dass das Ganze weniger leistungshungrig ist, eben weil man ein kleineres Sichtfeld hat, was man auch rendern muss. Wie gesagt, ich habe da jetzt keinen direkten Vergleich. Wir wollen uns das Ding anschauen. Wie ist die Bildquality? Wie funktioniert die Software? Ist das Tracking gut genug, um damit richtig zocken zu können? Und alles, was mir sonst noch dazu einfällt, erfahrt ihr in diesem Video. Ja, hier haben wir die Pimax Crystal Super in der 57 ppd Variante. Also natürlich ein ordentlicher Klopper, muss man schon sagen, aber sie sind schon ein bisschen schmaler geworden. Ich finde, sie sieht von der Bildqualität sehr gut aus. Ich habe hier, wie ihr sehen könnt, leider nicht das DEMA-System mit den überragenden Kopfhörern, sondern die ja, standardmäßigen, die kann man hier auch nicht drehen und so weiter. Da wird das einfach nur hier an die Ohren gegeben. So ähnlich wie bei der Quest, nur deutlich schlechterer Qualität. Also was die ja, Lautsprecherqualität angeht, von denen hier bin ich wirklich nicht beeindruckt, aber dazu kommen wir später nochmal. Ja, wir wollen uns das erstmal ein bisschen anschauen. Also wir haben hier die Inside-Out-Kameras, wir haben hier das typische Pimax-Logo, was auch in verschiedenen Farben leuchten kann, je nachdem, wie man es haben möchte. Wir haben hier zwei Knöpfe, einen ja, mehr oder weniger Ausschalter oder Funktionsknopf und wir haben so einen Kippregler. Damit kann man ja, verschiedene Sachen einstellen, zum Beispiel das IPD, soweit ich weiß. Und ansonsten gibt es hier gar nicht so viel. Wir haben das Kabel natürlich, was hier hinten
gut geführt nach hinten übergeht und das Gerät, was man hier verstellen kann mit so einem Rädchen. Es hat sich ein bisschen verändert im Vergleich zur Crystal. Wir haben jetzt hier so einen Kippmechanismus. Was interessant ist natürlich, dass dieses Polster hier dann quasi ja nicht mehr, ja, hat keine Bewandtnis mehr. Was ich nie richtig mochte bei Pimax, sind die Polster im Allgemeinen. Das sind so welche, die saugen sich extrem voll mit ja, Schweiß und Flüssigkeit. Ich mag eigentlich lieber, ja, wenn schon Stoff, dann welche, die man gut waschen kann. Die sind auf jeden Fall besser geworden als einfach nur so billigen Schaumstoff. Aber ja, ich bin Besseres gewohnt, sagen wir mal, von Quest und von Pico jetzt nicht unbedingt, aber Valve Index zum Beispiel. Aber es gibt auf jeden Fall Alternativen, die ich euch empfehlen kann von Studioform. Da gibt es auch welche, die ja mit Kunstleder sind, dass man die abwischen kann. Also es gibt auf jeden Fall Zubehör, was man sich sonst holen kann. Aber das Ganze liegt gut auf dem Kopf. Wir haben hier das normale Topstrap. Es gibt noch eins, was so ein bisschen auf der Stirn sitzt. Das kann man sich zusätzlich kaufen, aber das halte ich jetzt nicht für unbedingt notwendig. Wie gesagt, nutze ich da eher das Studioform Comfort Kit. Das zeige ich euch nachher auch nochmal. Da habt ihr einfach hier nochmal so eine Lasche drüber und das reicht auch absolut aus. Es ist insgesamt gar nicht so schwer, wie das aussieht. Also es ist wirklich leichter. Man hat so den Eindruck, dass hier drin viel heiße Luft oder halt einfach nur Luft ist, denn es ist super leicht und viel, viel leichter, als es ja wirklich wirkt. Wir haben hier vorne die Linsen und wie gesagt ist das Ganze hier austauschbar. Also wir haben hier eine Mischung aus magnetisch und Clip, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Und ihr könnt schon sehen, ich habe hier schon Linsen von, ich glaube, von Hons VR und die kann man hier auch magnetisch austauschen. Ja gut, sind magnetisch, aber ihr seht, die lösen sich schnell ab. Wir haben hier so ein Stoff, der das Ganze hier umschließt, wahrscheinlich nur aus optischen Gründen. Und die Linsen kommen hier so drauf und wie gesagt, ja, für gewöhnlich sind die hier magnetisch und dann kann man die so drauf machen. Kommt natürlich so ein guter Zentimeter oben drauf, was das Sichtfeld angeht, ist nicht optimal, vor allen Dingen, wenn man das 57 ppd Gerät hat. Und ja, wir können hier klicken, um das Modul rauszuholen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das so gut geht mit einfach so. Ja, man muss noch irgendwie ziehen. Habe ich jetzt nicht so oft gemacht. Einmal Probe halber. So, so sieht das Ganze aus. Das ist das Modul, wo eben das Display und die Linsen drin sind. Und das kann man austauschen. Auch das hier einfach nur viel Luft. Und das ist der Rest des Geräts. Ja, das kann einfach wieder drauf. Ja, so, richtig rum. Nee, genau, falsch rum. So. Ja, und dann haben wir das auch schon wieder drauf. Und dann wird es hier wieder drauf gemacht. Ich habe immer das Gefühl, kommen gerade so an den Linsen vorbei. Aber das ist jetzt alles nicht so tragisch. Wenn man vorsichtig ist, ist es schon eine ganz gute Lösung. Eine Mischung aus Clip und Magnet. Man kriegt es einfach ab, aber es hält gut genug, dass man es nicht irgendwie aus Versehen verstellt oder abnimmt. Weitere Anschlüsse haben wir hier einen USB-Anschluss. Ich glaube, für ja, Mundtracking oder so etwas könnte man das benutzen. Oder vielleicht Firmware-Upgrades, ich weiß es nicht. Aber ansonsten braucht man eigentlich kein USB-C. Und ja, ich musste jetzt einfach nochmal suchen, wo das Headphone-Jack ist. Also ist es hier oben. Kann ich das so zoomen? Vielleicht. Wupp. Hier. Da oben ist das Headphone-Jack. Und hier ist übrigens nochmal USB-C. Keine Ahnung, wofür man das benutzt. Also interessant, dass es so versteckt ist. Also oft war es bei Pimax vorher hier unten links. Deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert und musste ein bisschen gucken. Ah ja, wenn man nicht zufrieden ist mit den Kopfhörern, kann man da einfach direkt Klinke anschließen und dann hat man auch Kopfhörer. Und ja, das ist, glaube ich, soweit alles zum Headset selbst. Es gibt, wie gesagt, ein Faceplate
Wobei ich glaube, das ist auch immer noch nicht released, also auch wenn das Ding schon so lange am Markt ist, um das Ganze mit Lighthouse-Tracking hier zu nutzen. Es wird dann hier so drauf gemacht. Tja, das ist wohl immer noch nicht da. Pimax ist manchmal ein bisschen langsam, was Releases angeht. Aber erstmal ein Plus von mir, was die Build Quality angeht und insgesamt ja das leichtere Gefühl von dem Gerät. Es ist gut ausbalanciert und aber natürlich noch ein bisschen front-heavy, also hier hinten ein bisschen mehr Gewicht hätte dem nicht geschadet, auch wenn es vielleicht insgesamt schwerer wäre. Aber ich glaube, dadurch, dass wir hier so viel Platz haben, können wir das eigentlich ganz gut modden, dass wir hier Gewichte dran machen, damit es besser ausbalanciert ist. Kommen wir zu den Controllern. Die Controller sind sehr Quest 2-like, also ganz normale Ringe und auch von der Form her sind sie sehr wie Quest 2 und ja, die fühlen sich im Vergleich zu Pimax Crystal, finde ich, äußerst billig an. Also wir haben vor allen Dingen der Grip-Button hier ist super leichtgängig und auch hier der Trigger, die gefallen mir überhaupt nicht gut, auch sehr clicky. Die Tasten sind hier okay, X und Y und A und B. Und wir haben hier noch einen Pimax-Button und wir haben einen Menü-Button. Der Joystick ist okay, aber insgesamt fühlt sich der gesamte Controller, finde ich, ein bisschen billig an. Also da hätten sie ruhig ein bisschen ja, Kosten investieren können, um einen vernünftigen Controller zu machen. Vielleicht auch ringlos. Ja, den gibt es auch schon seit Pimax Crystal ohne Super. Bin ich kein großer Fan von, aber er tut seinen Job, muss man dazu sagen. Und ja, Vibration ist ein bisschen blöd und ich glaube, die haben trotz allem Capacitive Touch, wenn ich mich nicht täusche. Dafür aber, dass es Quest 2 artig ist, auch von der Form her, passen alle möglichen Adapter. Ich habe hier das Pro Volva, nicht Pro Volva, Pro Tube magnetische Grip für Gunstocks und so weiter. Und das kann man hier, auch wenn es vielleicht nicht 100% passt, aber es passt so weit, dass ich das hier dran machen kann, um es gut zu benutzen. Hier für den Pro Tube oder einfach generell als Grip. Und ich denke mal, andere Zubehörsachen könnten auch drauf passen, weil die sich doch sehr ähnlich sind. Ich glaube nicht 1:1, aber so weit, dass sie reinrutschen. Ohne Ring wäre es natürlich praktischer, da hätte man zumindest Quest 3 Zubehör nutzen können, aber immerhin, ne, dass die Sachen nicht extra umgebaut werden müssen, ist natürlich auch ein Gewinn. Ja, dann testen wir das Ganze einfach mal im Headset. Ich nehme das Ganze hier auf. Das heißt, die Qualität bzw. die Leistung, die mein PC erbringen muss, ist viel stärker. Das heißt, das Ganze könnte ruckeln und so weiter. Ist also nicht ganz repräsentativ, aber gibt vielleicht einen groben Eindruck. Ihr hört jetzt übrigens das interne Mikrofon der Pimax Crystal. Also da könnt ihr euch ein Urteil bilden, ja, wie das Ganze klingt. Und ja, ich versuche ein bisschen zu beschreiben, wie die Qualität auch von den Kopfhörern ist. Die vordere Blende hier kann man von der Farbe her kalibrieren. Ich habe das Ganze jetzt in Rot und ihr seht, ich habe hier die ProTube VR Cups dran. Das heißt, ich könnte das Ganze auch mit einem Gunstock benutzen und die halten auch ganz gut. Aber wir testen auch gleich einen Shooter, um so ein bisschen zu schauen, wie das Tracking ist. Und daher mache ich hier Zero Caliber 2 an, was gerade als PC-Version gerade erst rausgekommen ist. So, wir befinden uns jetzt in Zero Caliber in ja, einer zweiten Map, glaube ich, also relativ am Anfang. Und ich habe das Ganze jetzt hier in High Quality auf der Pimax. Das heißt, wie ihr hier sehen könnt, haben wir eine super hohe Auflösung von 4300 mal 4500 Pixeln pro Auge. Das ist über der nativen ca. 4K pro Auge. Das liegt natürlich daran, dass hier ja, die Linsen kompensiert werden müssen. Daher ist die Auflösung oft höher eingestellt bei 100%. Das ist jetzt in diesem Szenario viel zu hoch. Ihr seht, ich habe hier 50 FPS. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob ich hier, ja, ob das Eye-Tracking hier funktioniert. Das dürftet ihr sehen, wenn hier außerhalb meines Sichtfeldes das Ganze irgendwie pixelig aussehen sollte. Nicht jedes Spiel ist kompatibel mit dem Forwarded Rendering, von daher muss man da immer genau gucken. So, ich kann das jetzt hier nicht, glaube ich, direkt on the fly ändern. Das heißt, ich mache das Ganze einfach in-game. Wir packen die Grafik hier runter, indem wir das Render Scale hier auf 0,8 setzen. Das sollte das Ganze schon
weitaus erträglicher machen. Jetzt sind wir hier bei 76 Hertz. Man kann das Headset in 72 und 90 Hertz umstellen. Das heißt, wenn ihr ja, mit 72 Hertz spielt, dann sollte das ja auch schon ganz flüssig sein. Jetzt kann man durchaus spielen. 90 Hertz wäre natürlich noch besser, aber ich kann hier natürlich auch die Grafik noch weiter runterschrauben. Hier habe ich jetzt alles auf Mittel und Anti-Aliasing habe ich hier auf Very Low, weil bei der hohen Auflösung braucht man das nicht unbedingt, dass die Qualität hier so hoch ist. Aber auch jetzt sieht man schon, das ist ein super crispes Bild. Also auch hier dieses Mura-Problem, was das Headset eventuell hat, sehe ich ein bisschen, wenn ich in den blauen Himmel schaue, aber wirklich nicht signifikant. Dass, ja, wenn ich ganz leicht hin und her bewege und darauf achte, dann sehe ich das Mura, aber es ist nicht super schlimm. Dafür eben Farben, Clarity, alles wirklich top-notch bei dem Gerät. Und obwohl die Auflösung jetzt gerade im Headset zwar nativ ist, aber in-game runtergedampft wurde, sieht es super gut aus. Maximal natürlich so hier Kantenflimmern ganz weit weg ist sichtbar. Mit einer 4090 oder so werdet ihr das wahrscheinlich auf Max setzen können. Aber so wäre es auf jeden Fall für mich durchaus spielbar. Mit der Controller-Emulation funktioniert auch. Also ich habe hier meine Hände. Bin mir nicht ganz sicher, ob die perfekt ausbalanciert sind, so wie das Spiel das verlangt, aber ich denke schon. Das kann man hier durchaus so machen. Man sieht hier auch, Capacitive Touch ist vorhanden. Wenn ich hier die leicht berühre, dann werden die erkannt, wenn auch nicht super zuverlässig, muss ich sagen. Also das ist bei anderen Controllern besser. Aber jetzt das Tracking, mir ist es noch nicht untergekommen, dass ich das Tracking verliere, wenn ich so nah rangehe. Also zumindest so wie wenn ich mit Kim und Korn ziele. Wir lassen den Dude einfach mal hier fahren. Also ich habe hier jetzt auf jeden Fall starke Ruckler, aber wie gesagt, das kann daran liegen, dass ich das Ganze hier nebenbei aufnehme. Das kostet immer sehr viel Leistung von der GPU. So, und wir gucken mal, wie das hier mit dem Zielen ist. Ich habe jetzt natürlich kein super gutes Zielvisier. Da sind eine ganze Menge Gegner. Ja, also das Tracking, oh, seht ihr, habe ich gerade kurz verloren, weil ich zu nah dran war. So etwas passiert leider schon mal. Es funktioniert auf jeden Fall so weit, dass man damit spielen kann. Das ist leider fast kein Inside-Out-Headset von Gefeit. Aber man gewöhnt sich relativ schnell an, das ein bisschen weiter weg von sich zu nehmen und dann so zu zielen. Ja, und so funktioniert das Ganze. Also wie gesagt, das Tracking, wenn man dann mal zu nah rangeht, dann verliert es sich auch hier und da mal, aber es kommt relativ schnell zurück. Also ich hätte Schlimmeres erwartet. Es ist kein Vergleich zur G2 damals. Das war ja wirklich unzumutbar. Wie gesagt, das Ganze funktioniert auch mit dem Gunstock. Einfach weil die Controller der Quest 2 sehr ähnlich sind, auch wenn ProTube die nicht offiziell unterstützt, glaube ich, die Pimax Crystal. Ja, genau, wie gesagt, was die Clarity angeht, wir haben eine sehr hohe Auflösung, sehr hohen Kontrast, gute Farben. Es ist eben kein OLED-Display, aber dennoch haben wir dank Local Dimming, na, treffe ich die? Relativ gute Schwarzwerte. Ja, das soll jetzt erstmal reichen, bevor ich hier sterbe. Ich gehe mal hier irgendwo in eine Ecke und kann was zum Komfort sagen. Also ich habe das jetzt hier nicht gemoddet und so weiter. Ich habe hier jetzt Sehstärke-Linsen drin und das Headset drückt mich schon ein bisschen auf die Stirn. Also das ist ein bisschen ein Problem, was ich grundsätzlich habe, weil, naja, meine Stirn breit ist, sag ich mal. Und wenn ich noch Sehstärke-Linsen habe, die nach vorne gucken, dann berühren die oft meine Stirn. Das heißt, ein dickeres Polster wäre gut für mich. Das FOV ist meiner Meinung nach angemessen. Es ist, wie gesagt, so Standard, so auf Quest 3 Niveau. Ich finde es erträglich, aber es ist jetzt kein Wow-Effekt. Also hier ein bisschen mehr an den Seiten wäre definitiv wünschenswert. Von daher finde ich die 50 ppd-Version wahrscheinlich besser. Auch wenn die Clarity hier wirklich super ist, glaube ich aber nicht, dass ich bei der 50, die ich ja auch schon mal zumindest kurz testen konnte, dass ich da einen riesigen Unterschied wahrnehmen würde. Aber das größere FOV ist deutlich angenehmer, denke ich. Wie gesagt, nehme ich das Ganze hier auf der internen Mikrofon der Pimax auf. Ich hoffe, ihr könnt mich gut verstehen. Das Polster ist okay, bisschen kratzig. Ich habe das, wie gesagt, auch eng angelegt. Und wenn ich das Ganze lockerer mache, dann würde ich natürlich auch wieder FOV einsparen. Ich habe
jetzt keine Mods oder so, dass ich jetzt das Studio Form Creative Mod gemacht habe. Das heißt, ich habe hinten keine Gewichte dran. Das würde ich auf jeden Fall empfehlen. Hinten Gewichte dran und vielleicht noch ein Side-Strap hier oben drauf, also ein Top-Strap, was so zur Seite runtergeht, um das Ganze so ein bisschen lockerer auf dem Kopf liegen zu haben, weil das Ganze natürlich vorne trotzdem schwer ist und nicht so gut ausbalanciert ist deswegen. Aber insgesamt ist es ganz bequem. Ich würde, wie gesagt, ein anderes Polster empfehlen. Ja, als ich das Gerät eingerichtet hatte, hatte ich erstmal ein paar Schwierigkeiten mit meinen USB-Slots und so weiter. Kann aber total individuell sein. Ich habe sowieso hier und da Probleme, dass ja meine USB-Slots anzeigen, dass sie nicht genug Strom bekommen oder dass sie nicht 3.0 sind, obwohl sie es eigentlich sind und so weiter und so fort. Aber als ich dann was gefunden habe, was passt, also der richtige Port und alles funktioniert, dann war das mehr als zuverlässig, muss ich sagen. Also immer wenn ich mein Headset jetzt anschließe, ihr seht es wird hier erkannt, man muss dann hier unten klicken und dann habe ich hier mein Headset, jetzt ist Screen off, weil das Ganze eben hier neben mir baumelt. Und hier sind ein paar Guidance, die kann ich euch auf jeden Fall empfehlen, um hier durchzustarten. Ich möchte jetzt kein Tutorial machen, wie alles genau eingestellt wird, aber ich wollte einmal mit euch durchgehen, was man hier alles einstellen kann. Wir haben hier einmal Device Settings, da können wir das HMD, also das Gerät und die Controller updaten, sofern es ein neues Firmware-Upgrade gibt. Wir sehen hier nochmal die Controller und welche Version die haben. Und ja, so etwas wie die Headset-Seriennummer, die blur ich euch jetzt hier raus, damit ihr keinen Schabernack damit macht. Und man sieht hier die Engine-Nummer, also hier in der 57 ppd QLED-Variante. Ja, dann sehen wir hier ein paar Einstellungsmöglichkeiten, die nur das Gerät quasi betreffen. Also einerseits die Lichtfrequenz hier 50, 60 Hertz. Dann glaube ich, ist das hier, um das Tracking quasi abzuschalten. Wir können die Refresh Rate ändern zwischen 90 und 72 Hertz, beziehungsweise 72 Hertz in der Upscale-Variante. Was genau das bedeutet, weiß ich gar nicht. Ich habe da keinen großen Unterschied festgestellt, aber in den Guidance seht ihr das bestimmt. Und dann hier Screen Timeout und eben wie das Ganze leuchtet. Wir können das Eye-Tracking aktivieren oder deaktivieren und auch hier kalibrieren. Lohnt sich auf jeden Fall, um ja, einfach zu gewährleisten, dass es richtig funktioniert. Vorher konnte man auch das IPD hier mit dem Eye-Tracking einstellen lassen. Hat bei mir nie richtig funktioniert, ist jetzt anscheinend auch nach dem Update nicht mehr vorhanden. Also das kann man hier dann manuell einstellen. Bei mir sind es 61,5, aber ich vertraue da eher meinen Augen und gucke und da bin ich bei 62 Grad, habe ich da ja den meisten Komfort. Dann gibt es hier so Einstellungen, um zu erkennen, okay, wie muss ich das Ganze bewegen, so ähnlich wie bei der PSVR 2, dass es im Fokus sitzt, aber ihr kennt es ja normalerweise selbst, wenn das Ganze scharf ist. Dann kann man hier einstellen, dass die Eye-Tracking-Data übertragen werden, quasi um in VR-Chat das Eye-Tracking auch irgendwie verwenden zu können. Und Controller kann man noch kalibrieren und so weiter, würde ich aber, wenn es keine Probleme gibt, auch einfach mal die Finger von lassen. Hier kann man noch den Valve Index Controller emulieren oder eben einen Controllerless Mode einstellen, falls ihr nur Simmer seid und die Akkus sonst immer mit angehen oder die Controller immer mit angehen und die Akkus schnell leer sind, kann man die einfach ausstellen. Hier bei Games können wir die Settings pro Spiel einstellen oder fürs Gerät selbst. FOV von Narrow to Normal. Gerade habe ich Normal und ihr habt ja schon gesehen, das FOV ist jetzt nicht super weit, dementsprechend würde ich das bleiben lassen. Ist, glaube ich, relevant für die Ultra-Wide, falls man hier das FOV reduzieren möchte, je nachdem welches Spiel, sorgt ja auch für ein bisschen ja, GPU-Ersparnis. Hier kann man die Image Quality einstellen von Low, Medium und High. Das bringt quasi in SteamVR lediglich die Render-Auflösung. Könnt ihr eigentlich auf High lassen und dann bei SteamVR runtersamplen, wenn ihr das benötigt. Dann gibt es hier GPU-Upscaling, da könnt ihr FSR oder so etwas einstellen, genauso wie Sharpness. Und dann haben wir hier Dynamic Forwarded Rendering. Das Quad Views Forwarded Rendering ist eine Variante von Pimax selbst, die wohl viel mehr Ressourcen sparen soll. Hatte jetzt aber wenig Spiele, die das gut benutzt haben. Beim Pimax Central Priority Rendering haben wir ganz normales Forwarded Rendering. Hier müsst ihr nur gewährleisten, dass das ja, OpenXR auf Pimax eingestellt ist und nicht auf OpenVR von Steam. Zeige ich euch gleich. Smart Smoothing, Lock to Half Framerate, also wenn ihr gerade viele Simmer nutzen ja die Möglichkeit, dass sie ja, die Framerate reduzieren auf die Hälfte und es dann
hochsamplen bei Smart Smoothing. Das heißt, jeder zweite, ja, nicht zweite Pixel, sondern jeder zweite Frame wird generiert. Dadurch kann es ein bisschen zu Bildartefakten geben, aber ihr habt ein flüssiges Bild. Bei Flight Simulator und Co. ist es oft unabdingbar, damit ihr überhaupt ein flüssiges Bild habt, weil 90 FPS kriegt ihr damit sowieso nicht hin. Bei General können wir hier die OpenXR Runtime einstellen. Das ist das, was ich eben meinte. Jetzt habe ich hier Virtual Desktop, das ist natürlich Quatsch. Jetzt habe ich hier Set Pimax OpenXR eingestellt und dann können wir hier auch das Quad Views einstellen. Das geht eben nur, wenn Pimax als OpenXR Runtime aktiv ist. Wenn das nicht der Fall ist, zum Beispiel wenn ein Spiel nur mit OpenVR von SteamVR funktioniert, dann ist das hier nicht möglich, aber dann habt ihr das ganz normale Rendering. Ich habe jetzt hier das Ganze immer auf Performance gestellt, einfach weil ich am Rand sowieso die Unschärfe dann gar nicht feststelle, weil das Eye-Tracking gut funktioniert. Bei Advanced können wir dann nochmal ein paar Sachen einstellen, wie stark das Local Dimming sein soll. Soll es ein Pass-Through geben, ja oder nein? Und IPD-Offset, also sollte es trotz allem komisch sein mit dem IPD oder würde irgendwas verstellen, dann könnt ihr das hier machen. Würde ich aber wirklich nur Profis empfehlen, die wissen, was sie da tun. Ansonsten finde ich die App wirklich solide. Ihr habt hier einen Store, davon habe ich aber eigentlich die Finger von gelassen. Ich habe jetzt auch hier nichts aktiv, weil ich alles auf Offline habe. Hier könnt ihr die Spiele, die ihr schon habt, starten. Ein paar Account-Settings, Käufe, die ihr gemacht habt, wenn ihr einen Pimax-Account habt. Eine Wallet, falls ihr irgendwelche CD-Keys habt, habe ich alles gar nicht benutzt. Eigentlich nur hier die Settings. Language gibt es eigentlich nur Englisch und chinesisches Zeug und ja, die Standardsachen. Ne? Aber wie gesagt, hier unten könnt ihr dann auf das Headset zugreifen und hier sind natürlich auch Sachen wichtig wie Restart Headsets, wenn es mal Probleme gibt, Start Steam VR und so weiter. Aber funktioniert meiner Meinung nach eigentlich immer alles ganz gut und flüssig und hatte keine Probleme, was ich tatsächlich erwartet hätte, gerade bei einem PC-VR-Headset von Pimax, wo es immer wieder hieß, dass es sehr viel Tinkerei, man muss sehr viel einstellen und sehr viel rumprobieren und meine Experience war sehr flawless, kann man sagen. Ich habe das angestellt, am Anfang ein paar Schwierigkeiten gehabt und seitdem es funktioniert, kann ich eigentlich Spiele starten und sie laufen. Hängt natürlich immer so ein bisschen davon ab, wie kompatibel die Spiele sind mit OpenXR von Pimax oder eben generell mit anderen Headsets. Manche Spiele sind ja so programmiert, dass sie quasi nur für die Quest 3 laufen, aber die Anzahl ist sehr gering. Und bin insgesamt super zufrieden mit der Experience von Pimax Play. So, und weil ich weiß, dass ihr alle so FOV-Nerds seid, habe ich hier nochmal das FOV ausgemessen. Also das ist jetzt mit Sehstärke-Linsen natürlich. Das heißt, es kann sich ein bisschen verändern, wenn ihr keine Sehstärke-Linsen habt und je nachdem, wie weit ihr dran seid. Aber für mich ist das jetzt das FOV, was ich gemessen habe. Also so ungefähr 104 Grad. Auch das Binocular Overlap ist so okay bei 72%. Ich habe das jetzt mal verglichen, weil ich das noch nie mit diesem Tool gemacht habe, mit der Quest 3 und der Pico 4, die Headsets, die ich besitze. Hier sieht man die Quest 3, ganz ungewöhnliches FOV meiner Meinung nach, also ein bisschen zylindrisch, aber das macht total Sinn, weil die Displays so ein bisschen schräg angeordnet sind. Und das sieht man hier ganz gut. Also die Displays sind quasi so schräg aneinander, um möglichst viel FOV rauszuholen, aber eben auf Kosten vom Stereo Overlap sieht man hier, also im mittleren Bereich habe ich hier ungefähr 110, also tatsächlich ein bisschen mehr als bei der Pimax Crystal Super in der 57 ppd Variante. Ist mir aber nicht so stark aufgefallen. Was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die Clarity der Linsen natürlich bei der Quest 3 wirklich, wirklich gut sind. Also wirklich Edge-to-Edge fast ohne chromatische Aberration und ein klares Bild. Bei der Pimax Crystal Super haben wir auf jeden Fall chromatische Aberration und eben ein Sweet Spot, das heißt am Rand wird es unschärfer. Da habe ich hier nochmal gegenübergestellt die Pico 4. Meiner Meinung nach ein super FOV mit, hier sieht es ähnlich aus, bei 105 ungefähr. Kommt mir größer vor, also die Pico 4 kommt mir größer vor im FOV als die Quest 3. Weiß ich nicht, wie das bei der Messung hier ist, aber eben nahezu perfektes Stereo Overlap von 95 Grad. Wahrscheinlich könnten Pico viel mehr rausholen, wenn sie das Overlap ein bisschen reduzieren und dann hätten sie auch locker 110 plus Grad, aber
super entspannt für die Augen meiner Meinung nach. Hier sieht man es nochmal, super gutes Stereo Overlap. Und ja, die Pimax Crystal hat ein gutes FOV für eine normale Brille, aber bei einer Pimax erwarten wir natürlich eigentlich das super FOV. Damit ist Pimax eigentlich auf den Markt gegangen mit ihren riesigen Headsets. Und ja, da muss ich auf jeden Fall mal meine Finger zu einem 50 ppd Modul bekommen oder sogar Ultra-Wide und natürlich am besten die OLED-Variante. Pimax hat mir jetzt auf jeden Fall auch mal die DEMAS-Kopfhörer geschickt und ich muss wirklich sagen, die sind wirklich gut. Also auf jeden Fall so wie bei der Valve Index, was man gewohnt ist, die schweben über den Ohren und hören sich richtig gut an. Gute Bässe, also für VR. Wenn ihr keine Lust habt, irgendwie Kopfhörer, also Bügelkopfhörer oder In-Ears zu benutzen, dann sollte man sich die auf jeden Fall dazu holen. Gibt es oft mit einem Coupon, im Bundle und so weiter dazu. Achtet auf jeden Fall darauf, wenn ihr euch eine Pimax Crystal bestellt, dass ihr diese schicken Dinger hier mit dabei habt. Und was ihr jetzt natürlich sehen könnt, ist, dass ich das Ganze nochmal modifiziert habe. Also ich habe das Ganze mit dem Studioform Creative Bundle verbessert. Also da hat man hinten Gegengewichte. Also das ist jetzt nicht das Offizielle, das sind Studioform Sachen, die ich noch übrig hatte. Gegengewichte hinten auf jeweils der einen Seite und ein Topstrap. Es gibt von Pimax auch ein Topstrap. Das habt ihr vielleicht in dem einen oder anderen Video schon gesehen. Das wird hier vorne an der Stirn nochmal zusätzlich verankert, um das vorne zu verstellen. Also auch das hier kann man ganz praktisch verstellen. Ich habe das jetzt weggelassen, aber hier könnt ihr das enger stellen. Ist, glaube ich, ganz praktisch, aber ich bin ein super Fan von den Studioform-Sachen. Hier ist also ein Stoffstrap nochmal oben drüber. Und es gibt, wie gesagt, von Studioform Creative auch ein Polster hier vorne als Ersatz und für hinten und dann eben auch ein passendes Topstrap. Also lohnt sich auf jeden Fall, hier bei Studioform reinzuschauen. Möchte man die Pimax Crystal bewerten, muss man sich natürlich dann auch den Preis anschauen und eben ein bisschen vergleichen. Schauen wir uns die Pimax Store-Seite an. Im Deutschen ist die total umständlich. Also die ist hier eine Mischung aus Englisch und Deutsch. Das ist ein bisschen anstrengend. Ich kann euch empfehlen, die hier irgendwo unten auf Englisch zu stellen. Dann kriegt ihr auf jeden Fall die Informationen, die ihr benötigt. Dann steht hier auch Crystal Light und so ein Quark und keine deutschen Begriffe. Und wir wollen natürlich die Pimax Crystal Super Series uns anschauen. Am einfachsten, wie gesagt, es ist ein bisschen umständlich, geht hier oben erstmal auf den Store und dann könnt ihr hier die Pimax Crystal Super auswählen. Und dann habt ihr hier eine Reihe von Variationen. Also einerseits gibt es hier einige Bundles und ihr seht schon, die Preise, die sehen doch ganz fein aus hier mit, ja gut, 1000 vielleicht nicht, aber das ist natürlich die OLED-Variante, soweit ich weiß. Wobei ich nicht weiß, auch hier wieder Reservierungsgebühr, wofür genau. Golden Bundle mit 2 Modulen. Aber wir gehen einfach mal hier auf Pimax Crystal Super. Reservierungsgebühr bedeutet nämlich Folgendes. Wir müssen einen Preis vorab zahlen, das ist die Upfront Payment. Ihr seht auf Deutsch, Englisch, also es mischt hier total hin und her. Aber der eigentliche totale Preis sind 1588 Euro und der Rest von dem hier ist das sogenannte Prime Fee und das ist das, was für mich ein No-Go ist, was mir auch nach wie vor nicht gefällt, weswegen ich ja auch Schwierigkeiten hätte, das zu kaufen, denn ihr habt nicht das Gerät, was einen Gesamtwert von 1500 Euro hat, sondern ihr habt ein Gerät, was quasi 726 Euro kostet und dann müsst ihr eine Prime-Fee bezahlen, entweder in 24 Monaten oder ihr könnt es auf einmal bezahlen, jedoch muss das Headset dann eben freigeschaltet werden. Also wenn ihr das Headset anschließt und kalibriert und so weiter, dann muss diese Fee erstmal bestätigt werden, dass ihr sie bezahlt habt. Das heißt, man ist davon abhängig, dass Pimax einen das Go gibt. Und das finde ich so ein bisschen gruselig immer bei solchen Sachen, dass ja, eventuell könnte Pimax auch einfach sagen, nee, brauchen wir nicht mehr oder die Server sind down und dann funktioniert irgendetwas nicht mehr. Das finde ich alles ein bisschen problematisch und natürlich auch, wenn man das Ganze vielleicht irgendwann weiterverkaufen möchte, weiß man nicht so genau, wie wird das dann gehandhabt, kann man dann die 1500 Euro verlangen. Das ist alles so ein bisschen, ja, meiner Meinung nach einfach eigenartig. Schauen wir uns den Preis einfach mal im Gesamten an, dann sind wir hier bei 1588 Euro, aber ohne Steuern. Wir sehen hier, dass die 50 ppd-Version nicht mehr erhältlich ist. Mir hat Pimax auch gesagt, dass sie die nicht mehr herstellen. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, was das hier zu bedeuten hat, aber das wäre die Variante, die ich euch am ehesten empfohlen hätte. Und jetzt haben wir hier nur 57 ppd und Ultrawide.
ganz eigenartig. Warum wird die 50er nicht mehr hergestellt oder ist sie wirklich nur kurzzeitig nicht mehr verfügbar? Und wie gesagt, die DEMAS-Kopfhörer gehören meiner Meinung nach dazu und würde ich auch nicht missen wollen. Wir legen das Ganze in den Warenkorb, um mal zu gucken, wie viel das Ganze hier mit den Steuern kostet. Und dann müssen wir hier natürlich eingeben Deutschland und dann sehen wir hier die geschätzten Steuern von 137,94 €. Ja, das ist jetzt natürlich wahrscheinlich eine Möglichkeit, um die Steuern zu reduzieren, indem man den Gerätepreis kleiner macht und den Rest durch so eine Prime-Fee macht. Aber ist das Ganze steuerlich, rechtlich überhaupt korrekt? Ich will es nicht beurteilen, aber man sieht es hier, wenn man das Ganze kauft, denkt man sich: „Oh, das kostet ja günstig.“ Aber diese Prime-Fee kommen halt dazu. Muss man sie im Nachhinein dann, ich habe den Bestellprozess nicht durchgelaufen, muss man den dann im Nachhinein angeben, dann muss man die Kreditkartendaten oder was auch immer mit berücksichtigen oder wird es bei PayPal abgezogen? Alles so Sachen, die ich komisch finde. Mir wäre es eigentlich am liebsten, wenn man das Ganze einfach kaufen könnte und das Gerät gehört dir. Gerade bei einem Gerät, was eben direkt am PC laufen soll, kein eigenes Betriebssystem hat und so weiter. Natürlich braucht man das Pimax Play, also das Programm, um das Ganze laufen zu lassen, aber irgendwo ist es ja verständlich, um die ganzen Einstellungen und so weiter vorzunehmen. Aber im schlimmsten Fall könnte man das ja auch dann vielleicht modifizieren, modden, Programm schreiben und so weiter. Sollte Pimax jetzt einfach verschwinden und ihr benötigt die Geräte halt dennoch oder ihr habt sie ja noch gekauft. Alles ein bisschen eigenartig meiner Meinung nach. Also Pimax gerne einfach einen Preis ohne Prime-Fee und so weiter und dann auch offline nutzbar machen. Das ist meiner Meinung nach ja Pflicht und eine Sache, die für mich klar auch dagegen sprechen kann, sich eine Pimax Crystal Super zu holen, auch wenn das Gerät insgesamt ein super Gerät ist. So, das ist jetzt sicherlich kein kurzes Video geworden, aber ich krieg's einfach nicht hin, ein Review zu einem so komplexen Gerät in 10 Minuten runterzudampfen. Ich muss einfach ein bisschen mehr erzählen, aber das ist einfach meine Art. Wenn ihr ein High-End-Headset sucht, ist, glaube ich, eine Pimax Crystal super ein Gerät, was für euch ist. Gerade jetzt mit dem Release der Steam Frame ist das kein Vergleich. Also die Steam Frame wird eine 2160 x 2160 Pixel pro Auge Headset sein, so ähnlich wie bei der Pico 4. Und das Ganze wird gestreamt, wireless oder per Kabel. Und selbst wenn die da irgendwelche Techniken haben und so weiter, ein 4K pro Auge, nativ gerendertes Bild wird besser aussehen. Aber das heißt nicht unbedingt, dass es für jeden was ist, denn man muss, obwohl es besser geworden ist, doch ein bisschen rumexperimentieren, Dinge ausprobieren. Der Sweet Spot ist gut, aber nicht perfekt. Es ist nicht so, dass man als Laie das Headset aufsetzt und sofort das beste Bild hat. Du brauchst einen super leistungsstarken PC. Ich mit meiner 4070 Ti Super komme sofort an die Grenzen, muss schon die Auflösung stark reduzieren. Da würde wahrscheinlich schon die Pimax Crystal Lite reichen, aber durch das Eye-Tracking hat man eben viel Möglichkeiten mit Forwarded Rendering Ressourcen zu sparen und ich finde, es ist auf jeden Fall etwas, was wir in jedem Headset haben sollten. Deswegen bin ich auch froh, dass die Steam Frame da reingeht. Trotzdem die Frage, lohnt sich das, die Pimax Crystal Super zu kaufen, auch jetzt Ende 2025? Ich glaube, für viele schon. Für Simmer, für Racer, für Leute, die wirklich das beste Bild haben wollen und sich komplett immersiv in den Games befinden wollen, dann kann die Pimax Crystal Super etwas sein. Es hat nun mal ein Kabel, aber für das beste Bild muss es eben immer noch ein Kabel sein. Die Controller könnten meiner Meinung nach besser sein, sind eben billig von der Verarbeitung her, muss man ganz klar sagen, aber tut den Job. Also ich konnte damit die Spiele spielen, die ich sonst immer spiele. Würde jetzt vielleicht kein, ja, weiß nicht, wie es bei Beat Saber ist. Ich bin kein Rhythm-Gamer, aber so für Shooter, für Adventure Games, für Simulation Games und so weiter, wo man sowieso oft die Controller gar nicht braucht, dann wird das Headset definitiv für euch etwas sein. Der Preis von über 1500 € muss natürlich für euch etwas sein. Ich glaube, der Preis ist okay für ein Headset dieser Art, könnte meiner Meinung nach noch mal etwas bisschen günstiger sein und vor allen Dingen mit einem ja, vernünftigen Preismodell bitte einfach mal den Preis in 100% und mehr will ich eigentlich gar nicht haben. Wenn ihr euch dennoch dazu entscheiden solltet, das Headset zu kaufen, was ich überaus nachvollziehen kann, habe ich da einen Code für euch, nämlich jetzt im Bereich Dezember habe ich den Code EKUMAXRXMIS für die Crystal Lite, da kriegt ihr 10% Rabatt und für die Pimax Crystal ist es IKUMA XR 25, da kriegt ihr 3% Rabatt und die DEMAs, die ich sowieso
euch nur ans Herz legen kann, wenn ihr die Pimax Crystal Super euch holen wollt, denn der Sound ist wirklich gut und vernünftige Bässe, und wenn man wirklich dieses Over-Ear-Gefühl haben möchte, beziehungsweise kein Gefühl, weil es eben nicht auf den Ohren liegt, dann ist das die richtige Wahl für euch, und ihr unterstützt natürlich meinen Kanal. Ja, ich hoffe, ich habe eigentlich abschließend alles erzählt, was es zu dem Headset zu erzählen gibt. Ich werde noch weiter daran rumprobieren, vielleicht das eine oder andere Video dazu noch machen. Wenn ihr gewisse Fragen habt, haut die gerne in die Kommentare rein, damit ich darauf eingehen kann, und vielleicht bietet sich dann nochmal ein Video dazu an. Ich hoffe, dass Pimax mir nochmal ein Gerät zuschickt, damit ich die OLED-Variante testen kann, also die Pimax Crystal OLED, die auch so im Bereich, wie viel, 50 ppd oder so unterwegs ist. Und die 47 ppd-Variante ist, glaube ich, für mich nicht die beste Wahl, und ist natürlich auch super schade, dass die Crystal 50 ppd-Variante nicht mehr vorhanden ist. Zumindest kann man sie nicht mehr direkt kaufen. Finde ich alles ein bisschen komisch. Die Ultra-Wide-Version, weiß ich nicht. Das Binocular Overlap ist jetzt auch schon nicht tipptopp mit ungefähr 70%. Dementsprechend, weiß ich nicht, ist es gerade, glaube ich, nur die OLED-Variante. Oder wenn euch FOV nicht so wichtig ist, dann könnt ihr euch die 57 ppd-Variante holen. Trotzdem hoffe ich, euch hat dieses Video weitergeholfen. Lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal für mehr Videos rund um XR und andere Geräte. Ich habe ein paar neue Sachen wie Dual-Screen-Handhelds, die ich demnächst testen möchte. Hat nichts mit VR zu tun, aber ich bin auch in anderen Bereichen ein Nerd, also gerne ein Abo dalassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao.